Zurück nach Deutschland. Der Sächsische Landtag will heute den Virologen Professor Christian Drosten im Corona-Untersuchungsausschuss vernehmen. Dort soll er seine Sicht auf die Pandemie-Maßnahmen schildern. Auf Initiative der AfD wurde der Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, gemeinsam mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Der Untersuchungsausschuss soll kritisch prüfen, wie die sächsische Regierung zwischen 2019 und 2024 auf das Virus reagiert hat. Rund 17.750 Menschen starben in diesem Zeitraum im Freistaat mit oder an Covid-19. Bereits andere Virologen wie Alexander Kekulé äußerten sich im Ausschuss und übten scharfe Kritik, vor allem an der Impfpflicht sowie an widersprüchlicher Kommunikation. Und da wollen wir in die sächsische Landeshauptstadt schauen, zu Lutz Stordl, der das Ganze für uns beobachten wird. Guten Morgen, Lutz. Ja, was ist denn da heute zu erwarten? Denn Professor Christian Drosten, er ist ja schließlich eins der wichtigsten Gesichter der Corona-Pandemie in Deutschland. Ja, und man kann davon ausgehen, wenn ein Ausschuss also von den Gegnern der Corona-Maßnahmen, also AfD und BSW, eingesetzt wird, dann wird man versuchen, Drosten heute anzugreifen. Das ist aber auch nicht der erste Angriff. Bislang waren schon 3 Experten geladen. Krüger, Streeck, Kekulé, ihr habt das erwähnt. Und die haben Drosten verbal angegriffen. Sie haben gesagt, es hätte massive Fehlentscheidungen gegeben. Die Impfpflicht sei nicht mehr begründbar gewesen nach einer gewissen Zeit. Und die ganze Kommunikation, auch das RKI, die sei sehr fehlerhaft gewesen. Und es sei an der Zeit, das hat Kekulé gesagt, dass Drosten sich eigentlich in der Öffentlichkeit auch für seine Fehler oder verschiedenen Positionen entschuldigen müsste. Da wird man sehen, es wird heute auch darum gehen, wie ist es zu dieser Entscheidung gekommen, die Schulen zu schließen. Wir wissen ja, da hatte Drosten auch erst eine Position, wo er sagte, auflassen, dann kippte das in, wir machen zu. Ich glaube auch nicht, dass er wirklich freiwillig heute hier auftritt, weil ihm sehr viel Gegenwind entgegenkommen wird. Aber es gibt einfach ein sächsisches Ausschussgesetz und das schreibt vor, wer geladen wird, der muss auch erscheinen und muss sich also dann dem Ausschuss stellen. Das wird heute passieren. Es gibt ein kurzes Statement von Drosten und dann wird er von den Fraktionen befragt. Lutz, du wirst das Ganze für uns beobachten. Danke dir erstmal für den Moment in die sächsische Landeshauptstadt. Ja.